Hallo, liebe Zuschauer. Heute möchte ich euch einladen zu einem kleinen Töpferkurs. Ich mache heute mal eine Plattentechnik, eine Tasse extra für meinen Mann. Der mag nämlich den Sigmund Freud und wünscht sich schon lange eine Tasse von ihm. Also zeige ich euch mal, wie ich die jetzt gemacht habe. Hier am Anfang seht ihr nur, wie ich meinen Ton einfach ausgerollt habe. Ich habe euch nicht gezeigt, wie man knetet. Ausgerollt mit einem Wellholz, platt gedrückt und so dünn, wie man es dann haben möchte. Ich benutze dazu keine Form, sondern nur einfach eine Richtlinie und das ist hier ein Glas. Das nehme ich jetzt hier, weil es hat so schöne Rillen. Da kann ich zählen, wie viele Rillen dieses Glas hat, damit ich weiß, wie lange ich ungefähr diese Strecke brauche für meine Tasse. Es ist wirklich nur eine Richtlinie. Man kann da jeden anderen Becher nehmen oder ihr müsst als Stütze was anderes nehmen. Ich kann das halt so. Ich kann das wirklich ohne Form, ohne Lineal. Ich brauche da keine Schablone. Es geht wirklich einfach so. Ich richte mich nur immer ungefähr, wie ihr das hier seht, an diese Form des Glases. Mir war der Ton dann immer noch ein bisschen noch zu dick. Deswegen habe ich ihn nochmal ausgerollt, damit er ein bisschen dünner wird. Die Enden abgeschnitten und das muss man sich dann immer wieder mal ein bisschen dran richten, das Glas ranhalten und abmessen. Die Reste verquirle ich hier regelrecht wieder mit dem Wellholz, mit dem dicken, was ich da so schön habe. Es ist richtig schön schwer, ein wirklich wunderbares. Das ist wirklich geeignet dafür, weil es schön schwer ist und das zusammenpresst regelrecht. Ne? Damit kann ich jetzt den Boden ausnehmen. Dazu nehme ich wieder dieses Glas, damit ich wieder eine Richtlinie habe. Wie beim Backen auch, nimmt man da das als Form, sticht das aus und damit hat man einen wunderschönen runden Boden. So seht ihr das, so mache ich das. Das ist ja immer wieder ein Probieren und ranhalten, wie man das jetzt, muss man das kürzen, wieder kürzen und so. Ich messe das jetzt so ab, dass es überlappt, damit dann halt die Tasse an 2 Nähten im Prinzip sich verbinden kann, ne? Also das muss ein bisschen überlappen. Deswegen muss das alles nicht so akkurat sein und geht wunderbar. Hier zeige ich jetzt, wie ich ganz einfach Schlicker anrühre. Ich nehme wirklich meinen Ton, mache den in Wasser, weiche den da auf und dann kann ich den als Schlicker verwenden, als Kleber sozusagen für die Tasse, damit ich die verbinden kann. Jetzt mache ich da den Boden und jetzt kommt die Platte. Ne, Quatsch, jetzt muss ich ja erstmal meinen schönen Sigmund Freud da draufpressen. Genau, deswegen mache ich ja die Tasse. Jetzt seht ihr das. Das ist eigentlich eine Backform und zum Backen ist sie gar nicht so gut geeignet, weil die Kekse danach sieht man gar nicht mehr so das schöne Gesicht, aber hier im Ton ist es perfekt. Seht ihr das? Wunderbar ist dieser Sigmund Freud da in dieser Platte entstanden und jetzt drehe ich das um und setze das da an den Boden ran. Das ist ein bisschen kompliziert. Wer sich das nicht traut, muss das nicht so machen. Der kann da Stützen reinmachen mit Papier oder eine Papprolle oder so. Also ich kann das halt so, bin das halt gewohnt. Ich mache das ja öfter mal. Ne? Von daher seht ihr das, wie ich das hier mache. Und dann verbinde ich das, nehme meine Hand da rein und verbinde diese Nähte von innen wie von außen und dann natürlich auch von innen. Von innen unten der Boden. Hier seht ihr das, ich versuche immer die Kamera ein bisschen mal hinzuhalten. Und das ist halt immer die Arbeit, die man am meisten hat. Man muss ja alle Schlitze, die man hat, die da entstanden sind, verbinden, damit da nachher auch nichts durchläuft, ne? Mit jeder Riss wirklich verbunden ist, immer wieder mit Wasser, mit einem Pinsel, mit Mitteln, die man rankommt. Mit kleinen Würstchen habe ich dann noch reingemacht und die reingepresst, dass diese Kanten innen wirklich alle dicht sind. Und das ist halt eine kleine Arbeit, die man mal ein bisschen machen muss. Deswegen jetzt auch hier im Schnelldurchlauf zu sehen. Es dauert ein bisschen, bis das alles so dicht ist überall. Die Tasse ist mega, mega weich. Ist wirklich schwierig, dass man nicht diesen guten Sigmund Freud zerdrückt. Ist wirklich, ihr seht es, das ist auch noch beulig und so. Deswegen muss man das dann nach einer Weile auch einfach stehen lassen. Und wenn es ein bisschen trockener ist, kann man das dann weiter verarbeiten.
So, jetzt seht ihr hier, wie ich jetzt den Henkel mache. Erstmal versorge ich meinen ganzen Ton, den hebe ich immer schön auf im Eimer und dann schneide ich jetzt hier den Henkel. Ich mache da ganz wieder die Plattentechnik, ganz normal. Ich nehme 2 schmale Streifen, verbinde die an dieser Stelle. Die muss man natürlich wieder ordentlich verbinden, verschmieren, verdrücken, damit sie gleichmäßig wird und damit sie am Ende diese Naht, dass man die nicht sieht. Das ist immer wichtig, ne? Und dass es dennoch stabil ist. Und es ist super, super weich. Man sieht es gleich. Und die Stellen wieder anritzen, ein bisschen Schlicker ran. Und dann kommt der Henkel an die Stelle, an die man sie gerne haben möchte. Es ist nicht so ganz einfach. Wenn man das noch nie gemacht hat, muss man da ganz viel Stütze reinmachen. Also man sich was dahinter stellen oder was davor stellen oder wie auch immer. Das ist sonst wirklich ein bisschen schwierig, dass dieser Henkel dann da hält. Und auch zum Trocknen, ich stelle mir dann immer irgendwas noch hin, damit er dann erstmal antrocknet und nicht gleich abreißt. Also ich stelle dann da irgendwas nachher dahinter. Ne? Hier seht ihr, dass ich da schon anfange, das Glas als Stütze zu nutzen und werde den noch ein bisschen schön einrollen, diesen Henkel, damit ich auch wirklich einen einmaligen, schönen Henkel habe. Das ist dann ein absolutes Unikat, was dort entsteht. So, die Tasse ist jetzt fast fertig. Ich lasse sie dann noch mal ein bisschen trocknen und werde sie nachher noch mit dem Schwamm ein bisschen noch mal nachverarbeiten, wenn sie ein bisschen trockener ist, damit da oben die Kanten ein bisschen schmaler werden. Hier seht ihr das Endprodukt noch mal. Jetzt kann sie trocknen, dann kommt sie dann im nächsten Teil zeige ich euch dann, wie sie fertig aussieht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.